Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Podcast-Host Richie und habe heute einen kleinen Diamanten für euch. Und zwar geht es um einen Hidden Champion in der Konferenzwelt, die HUSTEF in Budapest, die seit vielen Jahren ein spannender Treffpunkt der Tester-Community ist. Ich habe mich mit Tamas über die Konferenz unterhalten, wie sie entstanden ist, was das Besondere an diesem Konferenzformat ist und warum das dieses Jahr auch ein ganz spannender Moment ist, auch mal teilzunehmen. Ich selber werde auch dort sein und freue mich, euch dort zu sehen. Aber jetzt mal viel Spaß mit der Folge. Hallo Tamas, schön, dass du da bist. Hallo Richie, vielen herzlichen Dank. Ich bin gerne da. Ja, es freut mich total, dass wir mal hier auch so zusammenkommen, weil wir kennen uns ja schon seit vielen Jahren, aber haben uns gar nicht so oft gesehen in der Zeit. Genau, Ja, freut mich auch sehr. genau. Und ja, und das ist also umso schöner, dass du jetzt auch da bist und das Ganze auch mit einem sehr spannenden Thema, nämlich es ist ja immer so, ich bin ja auch mit meinem Podcast auch auf Konferenzen unterwegs und selber natürlich persönlich auch als Speaker. Und ja, da gibt es so einen kleinen Diamanten, so einen Hidden Champion. Oder so klein ist er eigentlich gar nicht, ne? Aber ein bisschen vielleicht nicht so wahrgenommen, gerade im deutschsprachigen Raum. Und das wollen wir heute ändern. Und zwar geht es um die HUSTEF. Genau, ja, vielen herzlichen Dank für diese Gelegenheit und genau, ähm, ich würde gerne ein bisschen über Hungarian Software Testing Forum, über unsere Konferenz erzählen Mhm. und auch nochmal ein bisschen darauf aufmerksam machen, wie weit wir da in den letzten Jahren mit dieser Konferenz gekommen sind, wo wir gerade stehen und warum es ausgerechnet in diesem Jahr äh, aus einem besonderen Anlass sehr, sehr spannend wird. Mhm. Sehr spannend. Na, da schauen wir gleich mal rein. Aber erzähl mal, wie ist denn die HUSTEF entstanden eigentlich? Ja, eigentlich Hungarian Software Testing Forum entstand aus einer Idee noch in 2010. Also damals hat das Hungarian Testing Board, ein regionale, nationale Board von ISTQB, schon wirklich Fahrt aufgenommen, kann man sagen, in Ungarn. Wir haben eine wachsende Community gehabt. Wir haben sehr viele gezielte Schulungen organisiert, Prüfungen organisiert und die Stimmen nach Vernetzungsmöglichkeiten, nach Wissensaustausch wurden immer lauter und immer häufiger. Und bis dahin hat es auch keinerlei dedizierte Software-Test-Konferenzen gegeben oder zum Thema Softwarequalität in Ungarn, besonders nicht aus der Business-Perspektive. Und da haben wir dann diesen Schritt gewagt, dass wir auch eine Konferenz organisieren. Und die erste Konferenz hat in 2011 stattgefunden, war für uns ein sehr großer Erfolg. Wir hatten über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und die Rückmeldungen waren sehr positiv. Das war ein sehr guter Start, aber wir konnten gar nicht ahnen, was dann noch in den darauffolgenden Jahren passieren würde. Und Mhm. ja, das ging sehr erfolgreich weiter. Mhm. Ja, gib uns da mal ein bisschen ein Bild, wie es dann auch so weiterging. Also was gerade auch so sagen wir, die Speaker, die Teilnehmenden auch, was ihr da so erreicht habt dann mit der Zeit. Naja, wir haben mit sehr viel Motivation gestartet, aber natürlich mit wenig Erfahrung, was so ein Event und die ganze Organisation angeht. Und entsprechend haben wir dann in den Jahren danach, 2012, 2013, gemerkt, die Nachfrage wird immer größer und es sind dann auch immer mehr äh, Spezialistinnen, Spezialisten aus dem Ausland gekommen. Und entsprechend mussten wir auch ein Orga-Team gründen und dedizierte Profis dazu holen, Projektleiterinnen, Projektleiter für die einzelnen Themenbereiche, die man für die Organisation so eines Events benötigt. Und ja, das führte dann dorthin in den Jahren danach, dass wir in 2019, also noch von der Pandemie, Achtung, fasten your seatbelt, über 750 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten aus 34 Ländern.
ja, aus der ganzen Welt. Also das war schon wirklich unglaublich. Also wir selbst waren überwältigt, ja, im positiven Sinne natürlich. Ich glaube, was den Unterschied ausmacht oder was im Wesentlichen zu diesem Erfolg beigetragen hat, war, dass hinter dieser Konferenz keine Firma oder Person oder irgendwelche Geschäftsinteressen stehen, sondern eine völlig unabhängige Non-for-Profit-Organisation mit fachlichen Experten. Ja, und das war für uns immer das wichtigste Ziel, für unsere Community etwas zurückzugeben. Ja, und entsprechend legten wir den Fokus auf die Fachlichkeit und auf das hohe Niveau. Ja, das spiegelt sich auch zurück in den Bewertungen. Also neben Eurostar und Agile Testing Days ist Rustev wirklich in den Top 3 Konferenzen nach den Bewertungen, äh, fachlichen Bewertungen in Europa. Mhm. Wow. Das ist, ich finde das total spannend, weil ich kenne die Huste vom Namen schon lange, aber war auch bei mir und ich weiß es auch von Kollegen, mit denen ich jetzt gerade in den letzten Tagen so gesprochen habe, nicht so richtig am Schirm. Ne? Mhm. Das finde ich schön, dass wir jetzt da ein bisschen auch mal den Platz einräumen können. Und ich finde es total charmant, dass da eben auch gerade kein kommerzielles Interesse eines Unternehmens in der Form dahinter steht. Das macht das Ganze natürlich auch, und das merkt man ja auch bei den Beteiligten, auch sagen wir, die Leidenschaft für die Community was zu geben und zu gestalten. Das, sagen wir, diesen Spirit, den merkt man da einfach auch, ja. Ja, danke, dass das auch bei dir auch so ankommt. Also das war von Anfang an das Ziel und das versuchen wir weiterhin so Hm. zu verfolgen. Hm. Jetzt ist es ja pandemisch irgendwie dann wahrscheinlich auch ein bisschen zu einer Reduktion oder zu einem Einbruch gekommen. Wie waren denn so die letzten Jahre jetzt für euch, beziehungsweise jetzt mit dem Ziel Ja, 2025? genau. Ja, wie du sagst, 2020, das war klar, das ging auch nicht anders, haben wir online ausgetragen, die Konferenz. Und das war auch aber eine wichtige Rückmeldung. Ja, was ist eigentlich das Ziel? Was motiviert die Teilnehmerinnen und Teilnehmer? Was ist wirklich wichtig? Ja, also auch bei dieser Online-Konferenz war die Qualität, glaube ich, absolut top. Ja, also super Themen, sehr bekannte, international bekannte Expertinnen, Experten, die Vorträge gemacht haben. Wir haben das versucht, interaktiv zu gestalten. Trotzdem, natürlich war die Teilnehmerzahl niedriger und die Rückmeldungen waren, naja, online, das hat so ein bisschen so Schulungscharakter. Was eine Konferenz ausmacht, ist wirklich die Vernetzungsmöglichkeit, das persönliche Treffen, der Austausch, was am Abend alles noch passiert, wo man sich auch nochmal über andere Themen und Herausforderungen im beruflichen Leben austauschen kann und so weiter und so fort. Das ist, was besonders wichtig ist. Und sobald es dann ging, natürlich haben wir das wieder äh, so organisiert, dass wir darauf den Fokus gelegt haben und sehr schnell sind unsere Zahlen wieder entsprechend gewachsen, so dass wir jetzt in den letzten Jahren wieder schon in dem Bereich waren, wo wir vor der Pandemie Mhm. uns genau befestigt haben. Mhm. Ja, super. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ja, das ist ja schön, wenn das da auch wieder, wenn das wieder zurückkommt und man das, ja, ich glaube, es ist einfach das direkte Zusammenkommen auch mit Menschen, das ist einfach auch das, was ja ganz viel ausmacht neben dem Auf jeden fachlichen Fall. Inhalt, ja. Mhm. Jetzt steht Auf jeden Fall. 2025 ja bevor. Äh, Mhm. im Datum kannst du gleich genau sagen, ich habe es nicht ganz im Kopf gerade. Ähm, was sind denn da so, was sind denn so die Highlights für dich dieses Jahr auch? Naja, das ist ein Jubiläumsjahr. Ja, wir werden jetzt die Konferenz zum 15. Mal austragen und es ist nicht mehr einfach, aber trotzdem versuchen unsere Expertinnen und Experten, das Orga-Team noch eins draufzulegen und ein richtiges Highlight zu organisieren. Ja, es geht natürlich wieder, wie immer, um die Fachlichkeit. Und ich kann stolz sagen, mittlerweile äh, sind diese Zahlen auch alle bekannt. Wir haben 36 Slots für die einzelnen Sessions.
gehabt und wir haben über 260 Bewerbungen für diese 36 Slots. Also äh, wer sich mit Konferenzen auskennt, weiß, das ist eine unglaublich gute Zahl. Ja? Von den USA bis Japan, von Südamerika bis Skandinavien, unglaublich viele Bewerbungen aus aller Welt. Absolut tolle Vorschläge für die einzelnen Vorträgen. Also das Committee hat diese alle natürlich gesichtet, bewertet und schweren Herzens auf einige super Themen auch verzichten müssen, weil wir halt wirklich eine begrenzte Anzahl an Slots haben. Aber das ist schon ein sehr gutes Zeichen wieder, dass die Qualität äh, top sein wird. Und ja, es gibt viele Überraschungen, dadurch, dass es ein Jubiläumsjahr ist und entsprechend auch die Konferenz. Es gibt natürlich 6 Keynote-Sessions. Es gibt der Tag Null sozusagen ein Tutorial-Tag, dann in den nächsten beiden Tagen die parallel laufenden Tracks mit den ganz spannenden Vorträgen. Neben den Keynotes gibt es dann auch sogenannte Deep Dive Sessions, wo man dann statt einem kurzen Vortrag in gewisse Themen tief eintauchen wird, ja, um gleich auch ein bisschen Kompetenz aufbauen zu können, Erfahrungen sammeln zu können, reflektieren zu können. Es gibt 2 Experten aus England, die so eine Karriere-Session machen werden. Ja, Career Clinic heißt das, wo man sich reflektieren kann, wo stehe ich in meiner Karriere gerade im Bereich Softwarequalität, Software-Test, was habe ich für Chancen, Möglichkeiten, wie kann ich sie bestens nutzen, wie kann ich herausfinden, in welche Richtung ich gehen kann. Und daneben noch natürlich ein tolles Abendprogramm. Es gibt wie immer auch ein Meetup. Das ist auch unsere Initiative. Test NT heißt das, so am Spätnachmittag neben Tee und Kekse kann man von sehr erfahrenen Experten und Experten über diverse Themen rund um Softwarequalität, neueste Trends und Entwicklungen erfahren und natürlich das ist auch ein Forum, wo man sich dann austauschen kann. Und last but not least, wir bieten dann wie immer auch an, den Teilnehmenden Programmvorschläge für die weiteren Tage in Budapest in Ungarn zu machen. Ja, also falls jemand sagt, naja, es ist jetzt Herbst, noch angenehmes Wetter und jetzt sind wir hier in Budapest und wir wollen uns ein bisschen kennenlernen oder auch das Land, dass wir dann gerne Empfehlungen diesbezüglich machen und auch was organisieren. Also das sollte man auf jeden Fall dann auch nutzen, weil ich war das letzte Mal vor einem Jahr in Budapest und es ist eine ganz tolle Stadt. Also da kann man auch echt, Ja, also vielen abseits der Dank. Konferenz noch eine gute Zeit verbringen. Hm. Dankeschön. Ja, ja, und weil du sagst auch mit diesen Einreichungen der Qualität, also ich hatte ja die Ehre, selber auch im Review Board auch mitzuwirken und hab ja da auch ein bisschen reinsehen können und war schon auch begeistert, was für eine Vielfalt an Themen da gekommen ist und auch, wie du sagst, auch quasi eine hohe Qualität. Und äh, also auch, das fand ich auch von der ganzen rückgelagerten Orga-Arbeit total interessant, weil man hat sich echt Zeit genommen, auch da wirklich ins Detail reinzugehen, um da ein gutes Programm zusammenzubauen. Also das fand ich auch, habe ich auch echt Respekt gehabt, weil, wie gesagt, da ist auch ja eben keine Firma dahinter. Das ist halt auch viel Ehrenamt, viel quasi Mhm. Eigeninitiative, viel Community dahinter und das hat mir schon imponiert, ja. Hm. Vielen Dank. Ja. Jetzt ist es ja, also da kommen ja ein paar spannende Sachen. Also diese Deep Dives finde ich klasse, dass man da auch mal so in ein Thema tiefer einsteckt. Das hat man ja nicht immer auf Konferenzen. Das ist ein tolles Format. Und das Ganze wird in Budapest stattfinden, hast du schon gesagt. Das genaue Datum, hast du es parat? Ja, das ist vom 14. bis zum 16. Oktober. Ja, ja. Ah ja, okay, gut. Also ich habe es nicht auswendig gewusst, aber es steht bei mir im Okay. Kalender. Ich freue mich auf jeden Fall auch dort zu sein. Ähm, und jetzt ist es ja so, also manche haben ja vielleicht ein bisschen so einen Vorbehalt, ja, in Ungarn, also ich kann weder Ungarisch und mein Englisch ist so lala. Hast du da irgendwas, wo man sagen kann, wie handhabt ihr das? Ja, also
Klar, also wir haben immer mehr, das ist auch sehr erfreulich, immer mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Dachregion, Deutschland, Österreich, Schweiz. Darüber freuen wir uns sehr, aber wollen dafür natürlich auch noch werben, dass es, obwohl natürlich eine englischsprachige Konferenz ist, wegen der Vielfalt, ähm, immer die Möglichkeit gibt, sich mal auf Deutsch auszutauschen. Also sei es jetzt die Anmeldung, wenn man irgendwie sich nicht ganz so recht findet, sei es jetzt Optionen für die Anmeldung, Gruppen, Anreise, Check-in oder sonst irgendwelche organisatorische Themen. Ja, da gibt's immer deutschsprachige Kolleginnen und Kollegen im Orga-Team und in unserem Board, die sehr gerne unterstützen. Und natürlich gilt das dann auch vor Ort in der Konferenz. Ja, es gibt zum Glück auch immer mehr Vortragenden, wie ein Richie Seidel, mit denen sich mal auch auf Deutsch sich austauschen kann in den Pausen oder in der Abendveranstaltung, aber neben mir auch noch mit anderen Kolleginnen und Kollegen in dem Board und natürlich diverse andere auch. Also Ungarn ist gerade unter den größten deutschen Unternehmen eine, ich glaube, wohl beliebteste Nearshore-Lokation. Wir haben Siemens, wir haben Bosch, wir haben ThyssenKrupp, wir haben Lufthansa, wir haben SAP und natürlich die größten Autobauer wie Audi, BMW, Mercedes, alle mit Zehntausenden Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Telekom, T-Systems, ja, sehr viele im IT. Und das führt auch dazu, dass sehr viele äh, Kolleginnen und Kollegen im Bereich Test und Qualität in Ungarn auch sehr gut Deutsch sprechen. Also ich möchte nur ermutigen, diejenigen, die vielleicht ein bisschen Bedenken haben, naja, wie du gesagt hast, ich habe jetzt in den letzten Jahren Englisch weniger verwendet. Wie komme ich da zurecht? Bin ich da so ein Exot? Nein, überhaupt nicht. Also Mhm. diesbezüglich soll man keinerlei Bedenken haben. Ja, ja, und zur Not hat man ja dich und mich und dann Ja, wir können natürlich. uns dann kümmern, ein bisschen dolmetschen Sehr gerne. und Fragen beantworten, ja. Hm. Sehr gerne. Klar. Ja, jetzt ist natürlich noch, also was ja natürlich auch total naheliegend ist, ist ja auch, Budapest ist ja jetzt ist nicht so weit weg, ne? Also es ist ja auch Klar. für, sag mal, auch im Flughafen mit Bahn und so alles Mögliche gut Sehr angebunden, gut erreichbar. Hm? sehr gut erreichbar. Man ist quasi, es ist ja fast ums Eck. Gerade aus Wien, Absolut. aus meiner Heimatstadt, ist es ja noch mehr ums Eck als Absolut. fahren so. Absolut. Hm. Und die Lokation heuer ist auch eine sehr exklusive. Ja, wir haben jetzt ein Jubiläumsjahr, wie schon erwähnt, 15. Austragung der Konferenz. Entsprechend haben wir jetzt im Burgviertel eine sehr exklusive Lokation, aber auch mit Technik top ausgestattet, reserviert. Und ja, das soll dann auch dazu beitragen, dass wir jetzt diese Ausgabe in 2025 gebührend feiern Hm. können. Ah, sehr schön, ja. Jetzt, wenn du so, jetzt sind 15 Jahre Hustev, jetzt kommen ja die nächsten 15 Jahre. Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, ach, das ist so ein, da wollt ihr euch noch hinentwickeln mit dem Forum, wo ihr sagt, das ist noch so Naja, ein Ziel? klar, also das ist, die letzten 15 Jahre haben uns auch viel gelehrt. Ja, wie schon gesagt, es kann heutzutage, ist leider oder nicht, es ist die Realität, ganz schnell ganz viel passieren. Also wenn es die Möglichkeit gibt, noch zu wachsen, dann möchten wir das unbedingt. Ja, wir sind sehr stolz auf diese Vielfalt, was wir in der Konferenz haben. Ja, äh, über 50% unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen aus dem Ausland. Ja, das ist auch, glaube ich, was wirklich Besonderes. Wir haben, wie schon erwähnt, Gäste jetzt aus 34 Ländern. Also da wollen wir noch weiter in die Breite gehen. Letztes Jahr waren über 40% äh, der Teilnehmerinnen und Teilnehmer eigentlich Damen. Ja, also diese Quote ist auch sehr hoch und darüber freuen wir uns sehr. Und natürlich möchten wir noch immer spezifischer werden, also immer mehr Wünsche sozusagen abdecken, was hochpoppt. Deshalb machen wir auch ganz viele Umfragen schon während der Konferenz und direkt im Anschluss auch und versuchen aus diesen zu lernen, nehmen wir unglaublich ernst, machen ganz viele Auswertungen und schauen nach unseren Möglichkeiten. Also Wachstum
und noch mehr auf die einzelnen Wünsche einzugehen. Das sind definitiv sehr hohe Prioritäten. Super, das klingt spannend. Ich bin schon erfreut, was mich im Oktober erwartet. Es ist meine erste HUSTEF, wo ich auch teilnehme und bin schon sehr gespannt. Tamas, ich danke dir. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier die Sehr, HUSTEF sehr mal gerne. vorzustellen. Ich glaube, das ist so ein weißer Punkt oder ein blinder Fleck oder wie man sagt, bei einigen in der Konferenzlandkarte und da konnte man jetzt vielleicht mal ein bisschen reinleuchten und wir freuen uns natürlich auch, wenn der eine oder die andere dann einfach auch zur Konferenz kommt und mal das auch selbst erleben kann. Super. Vielen herzlichen Dank nochmal für die Gelegenheit. Es hat mich auch sehr gefreut und ich kann alle auch ermutigen, im Oktober nach Budapest zu kommen. Die werden es nicht bereuen, die kommen. Das kann ich versprechen. Sehr schön. So machen wir es. Das ist doch ein Danke schönes dir. Wort zum Abschluss. Danke dir schön und mach's gut. Danke dir. Ciao. Dankeschön.